Heile und servus aus meiner Werkstatt. Heute ist Sonntag, es ist nicht viel zum Tor und ein Kollege von mir hat mich angerufen, ob ich nicht irgendwo irgendwas aus Aluschweißer könnte. Ich habe vor 3 Jahren mein Aluschweißgerät gekauft, relativ ein billiges, habe damit, oder ein Wegschweißgerät, und habe damit kurz mal Chromstahl geschweißt. Aber ich habe noch nie Alu damit geschweißt und oben im Chromstahlschweißer habe ich ein bisschen ein Masseproblem gehabt, darum habe ich es eigentlich noch gelassen. So, was ich jetzt heute tue, ist das Schweißgerät einmal wieder in Betrieb nehmen, schauen, ob alles tut, schauen, ob es funktioniert, damit ich am sagen kann, ob ich nicht geschworen das für den Schweißer kann oder nicht. Ja, wir merken, ich habe noch ein bisschen Schnupfen, aber es wird schon werden und ja, fangen wir an damit. So, das ist mein Schweißgerät da. Jetzt habe ich unter dem Schweißtisch gebaut. Da tun wir zuerst mal ein bisschen Saft. Stecker und alles wäre ja da. Schauen, was ihr seht. Das ist dort. Ja. Wie ihr seht, letztes Mal ist wo ich es überhaupt einmal probiert habe ich Edelstahl geschweißt, darum ist es noch auf Gleichstrom eingestellt. Haben wir Wechselstrom rein. Dann ist jetzt mal auf 140 Ampere eingestellt gewesen. Ja, ich lasse mal auf 150 gehen. Und dann schauen wir mal. Pulser dort so. Ich habe davor noch nie mit Pulsschweißgerät geschafft. Schauen, wie es geht, schauen, ob es geht, schauen, ob es funktioniert. Ja, ihr seid live dabei. So, das nehme ich jetzt einfach mal stabile Unterlage da, dass ich auf Masse anschließen kann. Wobei bis jetzt Masse immer am Tisch war, also muss ich schauen, ob ich überhaupt eine Masse kann für das Schweißgerät. Okay, noch was für das andere Schweißgerät, aber das müsste von der Größe her eigentlich passen. Hoffe ich mal. Ja, das ist eben der Anschluss da zum Schweißtisch direkt haben. Die Größe ist gleich, ist ein Normanschluss. Dann Gasflasche ist dahinter, das Gas ist so wieder angeschlossen, wir machen eine Flasche auf. So, können wir schnell nachher ein paar Alublechle holen, dann können wir schon loslegen. Ich habe ein paar Blechle gefunden, haben wir noch eine Winkele gemacht. Schauen wir, ob ich das da zusammenbauen kann, zusammenschweißen kann. Wie gesagt, mit dem Schweißgerät noch nie Alu geschweißt und generell schon seit 10 Jahren nicht mehr Alu geschweißt, also vergehen Sie mir, wenn es nicht so wird, wie es tut. Da haben wir ein Alu-Drötchen als Zusatz. Handschuhe dazu, Sichtschutz auf und dann probieren wir mal. Gas ist schon angeschaltet, oder? Ja. Okay, zündet dort. Ich brauche auf jeden Fall mehr Saft. Sagen wir mal 200 Ampere. Viel mehr haben wir noch nicht mehr. Es ist natürlich eine große Blechfläche, 2 mm Durchmesser. Blechstärke ist ja auch nicht wenig. Da geht natürlich schon Energie weg.
Okay, der untere Pulsstrom muss auf jeden Fall aufgehen. Dann können wir ein bisschen schneller pulsen. Und dann haue ich den Basisstrom auch ein bisschen auf. Geht definitiv nicht so besser. Da ein bisschen mehr Hochspannung. Drehen wir da mal um. Ich hoffe, dass das der Kamera nichts tut. Ist doch ein bisschen mehr Licht wie ein normales Licht. Basisstrom ein bisschen ansetzen, Hochstrom ein bisschen länger eigentlich. Ich schaue, dass ich da ein bisschen besser dazu komme. Dort, einbrennen tut so hinter. Unser Heber tut es dann schlussendlich schon. Aber ja, ist halt nichts Professionelles. Schauen wir, ob wir noch ein bisschen mehr Saft fahren können. Und zwischendrin ein bisschen mehr. Und ein bisschen höhere Frequenz fahren. Schauen, ob das was hilft. Ja, das ist nichts geworden. Schauen wir, ob wir das noch auffüllen können. Ja, das Schweißgerät funktioniert. Ich schalte mal ab, schnell. Ja, das Schweißgerät funktioniert. Ich muss noch ein bisschen üben. Da würde ich höchstwahrscheinlich kein Video drüber machen, weil die Kamera ist die ganze Zeit im Weg. Oder zumindest der Gedanke, wie ich am besten hebt, dass die Kamera etwas sagt. Ich weiß nicht, wie es bei dem Video war ist. Ob man überhaupt was sagt, ob das grelle Licht überhaupt was bringt vor der Kamera. Eventuell muss ich also ein Schutzglas vor der Kamera umheben zum Filmen, dass man mal das näher sagt, aber da muss ich zuerst mal üben, weil im Moment sind die Schweiß nicht unter aller Sau. Aber der Kollege hat gesagt, man sagt es hinterher nicht, weil es muss noch geschweißt werden, das hebt tut das auf jeden Fall. Ja,
Ich habe genug Einbrand, ich habe einen Schweißquerschnitt von ungefähr 5 mm bei einem 2er Blech oder 2,5er Blech, also das hebt auf jeden Fall. Ja, jetzt packe ich mal alles wieder zusammen. Schau, wenn der Kollege nicht schon vorbeikommen kann, wenn ich Zeit habe nach dem Arbeiten, wenn er Zeit hat, und dann schauen wir, dass wir das zusammenschweißen können. Eventuell mache ich davor ein Video und sonst mache ich einfach noch ein paar Bilder, wie es schlussendlich ausschaut. Ja, Aluminiumschweiß ist noch nie mies gewesen. Ich tue lieber Chromstahl schweißen. Aber ja, wenn man die Maschine hat, sollte man sie auch nutzen. Danke fürs Vorbeischauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ja, wenn ich es besser kann, mache ich nochmal ein Video davon.